Servus zusammen. Ich bin der Chris. Der ein oder andere von euch kennt mich eventuell vom Maya-Tempel, wo ich verschiedene Maya-Tutorials eben zeige. Und ich habe heute die große Ehre, hier ein paar Tutorials veröffentlichen zu dürfen zum Thema UV-Mapping. Und hierzu werden wir uns in dem heutigen Video erstmal nur die Theorie anschauen und werden dann in späteren Videos uns angucken, wie wir denn in Maya das UV-Mapping machen können und damit dann eben die Texturen, die Grafikqualität von unserem Objekt, von unserem Produkt zu verbessern. Aber hierfür müssen wir eben jetzt erstmal verstehen, wie funktioniert denn eigentlich die Theorie vom UV-Mapping. Und zwar ist es relativ leicht zu erklären an Textilprodukten. Und zwar besteht ein Textilprodukt aus mehreren Flächenverbünden, die eigentlich zweidimensional sind. Also gerade ein normales Flächentextil besteht eben aus einer zweidimensionalen Fläche. Wenn ich die aber auf einen Körper bringen will, dann muss ich verschiedene Beschnitte, verschiedene Nähte setzen, um eben dieses Volumen dann erzeugen zu können. Und genau dasselbe mache ich beim UV-Mapping quasi auch. Ich nehme eine dreidimensionale Form und setze an ganz gezielten Stellen Schnitte, um eben diese Form zu entfalten. Und im Bereich dieses T-Shirts würde das jetzt quasi so aussehen, dass ich diese einzelnen Grundelemente an ihren Nähten auftrenne, um wieder diese zweidimensionale Rückführung zu machen. Das Ganze könnte dann ungefähr so aussehen, dass ich hier quasi den Frontbereich des Shirts habe, der jetzt wieder zweidimensional ist und jetzt quasi texturiert werden kann. Genau dasselbe Prinzip gibt es dann eben an den Ärmeln, an der Rückseite oder am Kragen des Shirts. Also jedes Teil wird quasi separiert und kann dann wieder ins Dreidimensionale rückgeführt werden. Die Betrachtungsweise von diesen UV-Maps wird uns in Maya jetzt hier geboten, und zwar wenn wir unter Modeling sind, können wir bei UV den UV-Editor öffnen und bekommen dann dieses Fenster hier. Und wenn ich jetzt mein T-Shirt anwähle, dann sehe ich jetzt direkt quasi diese Beschnitte des Objekts, die eben ziemlich genau dieselben sind wie meine Einzelobjekte, die ich hier quasi losgelöst zweidimensional habe. Und der große Vorteil ist jetzt eben, dass ich theoretisch in diesem UV-Layout dann später meine Texturen, meine Grafiken platzieren kann und die dann eben wieder auf dieses dreidimensionale Gebilde übertragen kann. Jetzt gibt es natürlich ein Problem, und zwar gerade im automotiven Design gibt es ganz oft Formen, die eben nicht dieser ganz traditionellen Textilbeschnitt-Theorie folgen, sondern da gibt es teilweise Freiformen, die eventuell auf ganz anderen Verfahren basieren. Also dass eventuell was gegossen wird oder was auf mehreren Verfahrensweisen entformt wird und somit eine komplexere Dreidimensionalität kriegt, die nicht so einfach rückführbar ist. Und hierfür ist ein simples Beispiel die Sphere in Maya. Und zwar hat die genau diese Thematik. Wir sehen jetzt auf dieser Seite quasi keinerlei Beschnitt. Alles scheint wirklich eine Textur zu sein. Aber wenn wir uns jetzt quasi auf die Rückseite des Objekts drehen, dann sehen wir, dass hier eben dieser UV-Beschnitt läuft und quasi unser Objekt theoretisch an einer unsichtbaren Stelle einteilt. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass wir jetzt aus ziemlich vielen Perspektiven quasi eine fast perfekte Textur haben. Einfach dadurch, dass der Beschnitt jetzt quasi auf dieser Freiform anders gesetzt wurde. Ähnlich wie wir versuchen, gleichmäßige Polygonstrukturen zu erzeugen, wo wir quasi immer möglichst gleich große Quads haben, versuchen wir auch beim UV-Mapping einen gleichmäßigen Verlauf zu erzeugen. Und zwar mit dem Hintergrund, wenn wir jetzt beispielsweise, wenn wir hier jetzt eine Lederstruktur auf diesen Körper aufbringen wollen würden, dann würden wir überall eine gleiche Narbung, ein gleiches Narbbild auf dem Objekt haben wollen, hätten jetzt aber beispielsweise hier bei der Kugel das Problem, dass unsere Schachbrettstruktur, die wir hier auf der rechten Seite sehen, die unsere Referenztextur ist, quasi einmal sehr gestaucht ist und nach oben hin immer kleiner und immer verzerrter wird. Bedeutet quasi, dass unser Narbungsbild, unsere Struktur, unsere Textur eben nicht sauber auf dieses Objekt übertragen werden würde. Und das ist eigentlich genau das Ziel vom UV-Mapping, eben diese Textur ganz sauber aufzuziehen. Und hierfür sehen wir jetzt auch nochmal das Beispiel mit dem T-Shirt, wo wir eben sehen, hier ist die Textur jetzt wirklich sehr, sehr sauber drauf. Also diese
UV-Map, diese Schachbrettstruktur, die uns jetzt hilft, das Ganze zu beurteilen, sieht sehr, sehr gleichmäßig, sehr gleich groß aus und kann damit eben später super gut texturiert werden. Und das ist auch unser Ziel in den nächsten Einheiten, uns da ein bisschen ranzuarbeiten, rauszufinden, was für Tools gibt es denn, um UV-Mapping aufzubauen und wie können wir da eine möglichst gleichmäßige Struktur erzeugen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei den nächsten Videos gehen wir dann mehr in die technischen Maya-Details rein. Vielen Dank.